Sie ist unglaublich gutmütig, sie ist gut zu dosieren. Es ist ein unglaubliches Spaßgerät und Freunde des flotten Landstraßengenusses werden daran durchaus ihre Freude haben. Da bin ich absolut überzeugt. Ist das nicht herrlich? Und dabei meine ich nicht etwa dieses spanische Wetter oder die dazugehörenden Straßen, auf denen wir uns heute den ganzen Tag lang austoben durften. Nein, ich meine die Daytona 660. Die Daytona ist zurück. Viele werden sie vermisst haben. Seit der 675 klaffte da eine Lücke im Angebot von Triumph. Und seit die Mittelklasse aber so boomt, hat man sich dazu entschieden, dieses Modell wiederzubeleben. Basis des Motorrads ist natürlich die sehr erfolgreiche Trident 660, die vor 4 Jahren das Licht der Welt erblickte. Danach kam dann die Tiger 660, nur ein Jahr später. Und seit diese beiden Modelle auf dem Markt sind, hat Triumph sage und schreibe 40.000 Stück davon verkauft. Der Erfolg ist also durchschlagend und von daher macht es nur Sinn, auch die vollverkleidete Variante wieder auf den Markt zu bringen. Allerdings, und das ist das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, es ist keine vollverkleidete Trident. Es ist viel mehr als das. Triumph hat sich richtig ins Zeug gelegt, um hier ein tolles Motorrad auf die Räder zu stellen. Und gemeinsam sind allenfalls noch der Rumpfmotor und Dinge wie zum Beispiel die Hinterradschwinge. Ansonsten wurde hier wirklich fast alles auf links gedreht. Der Rahmen unterscheidet sich. Wir haben einen steileren Lenkkopfwinkel, kürzeren Nachlauf, für die Leute, die sich da interessieren in Sachen Fahrwerk, einen längeren Radstand. Erforderlich wurde diese Änderung am Rahmen vor allem dadurch, dass der Ansaugtrakt, also der Ansaugschlund, sitzt hier schön vorne zwischen den beiden wunderschönen Scheinwerfern. Das Ganze wird hier angesaugt in eine größere Airbox und das hätte in den Trident-Rahmen einfach nicht mehr reingepasst. Die Airbox ist aber nur der Anfang, denn auch der Motor hat mit der Trident nicht mehr viel gemein. Er leistet 95 PS bei 12.650 Umdrehungen. Das bedeutet, er dreht gut 20% höher als der bisherige Trident-Motor. Er hat 19% mehr Leistung. Das Drehmoment ist gestiegen auf 69 Newtonmeter und das eigentlich Schöne daran ist, dieses Drehmoment liegt schon bei knapp über 3000 Touren an und wir haben ein wunderbares Plateau, das ganz gleichmäßig sich auch hält bis jenseits der 11.000 Touren. Also bei diesem Motor, es liegt mehr oder minder immer Druck an. Egal in welchem Gang man sich befindet, egal wie viel Drehzahl man fahren möchte. Drehmoment ist immer vorhanden, Leistung ist auch jederzeit mehr als genug vorhanden. Und wir konnten das heute 170 Kilometer lang testen auf den wunderbarsten Straßen im Hinterland von Alicante. Es ist wirklich ein tolles Fahrzeug geworden und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Triumph ist hier einen besonderen Weg gegangen. Man hat versucht, ein gutes Preis-Leistungs-Package auf die Räder zu stellen. Ziel war sicherlich die Konkurrenz, denn das Motorrad kostet exakt genau das gleiche wie eine Honda CBR 650. Wir sind bei 9.800 € für das Motorrad. Und um das zu schaffen, musste man natürlich gewisse Kompromisse eingehen. Das Fahrwerk ist zum Beispiel nicht einstellbar. Da geht es natürlich auch ums Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben eine neue Bremsanlage. Es gibt hier 4-Kolben-Festsattelbremsanlage, radial verschraubt. Die Bremse gibt es bisher nur an der Daytona 660 und sie funktioniert hervorragend. Also sie ist sauber dosierbar, sie ist frei von jeder Tücke, spricht sauber an und bei Bedarf ist sie sehr, sehr kräftig. Also für das Motorrad, für die gebotene Leistung absolut top. Die Maschine wiegt vollgetankt 201 Kilo, also da hat die Bremse ohnehin leichtes Spiel, aber selbst auf den Passstraßen hier hoch und runter und alles, was man da so machen kann an Spielarten. Ich habe es heute nicht geschafft, sie an ihre Leistungsgrenze zu bringen. Fürs Fahrwerk gilt das Gleiche. Es ist kein Ringtool, das Triumph hier gebaut hat, aber es ist ein gutes sportliches Landstraßenmotorrad. Das Fahrwerk funktioniert, solange man es nicht übertreibt. Für meine Statur, meine Größe haben wir hinten 3 Klicks an der Federverspannung zusätzlich draufgepackt, damit sie
da ein bisschen mehr Reserven hat und dann hat das einfach ideal funktioniert. Die größte Frage, die sich viele stellen werden, ist natürlich, wie hat Triumph es geschafft, aus diesem Motor 95 PS rauszukitzeln? Und da spielt natürlich auch das Know-how aus der Moto2 eine gewisse Rolle. Man weiß also sehr genau, was man tun kann. Auch von der Street Triple wissen wir natürlich, also Triumph hat es durchaus drauf, auch mehr Leistung aus so einem Mittelklasse-Dreizylinder rauszuholen. Um den Trident-Motor jetzt auf 95 PS zu bringen, hat er, wie schon erwähnt, eine größere Airbox bekommen. Die Abgasanlage ist komplett neu. Man hat aber auch am Motor selbst eingegriffen. Also es gibt neue Kolben, die weniger Reibung erzeugen. Es ist eine neue Kurbelwelle drin. Es ist ein komplett neuer Zylinderkopf draufgekommen. Das gesamte Kühlsystem wurde überarbeitet, ist leistungsfähiger. Und das Ganze endet dann beim Getriebe. Die Gänge 1 und 2 sind länger übersetzt, die Gänge 3 bis 6 sind etwas kürzer übersetzt, sodass wir ein richtig schön kompakt abgestuftes Sportgetriebe hier haben. Und es ist fast schon schade, dass man es so selten bemüht auf der Landstraße, weil dieser Motor einfach jederzeit elastisch genug ist und so schön zieht, dass man, ja, obwohl es nur eine 660er ist, schaltet man seltener, als man vermuten würde. Wenn man es dann aber tut, funktioniert das fast rein. Freunde des Schaltens, Freunde des schnellen Schaltens werden sich darüber freuen, dass es einen Quickshifter gibt. Der ist allerdings optional. Beim Basismodell ist er nicht mit enthalten. Ich habe ihn heute allerdings auch nur selten vermisst. Was gibt es sonst dazu zu sagen? Wir haben 3 Fahrmodi. Am Testmotorrad waren Heizgriffe installiert. Ansonsten handelt es sich hier um die Basisausstattung. Die Farbe gehört übrigens nicht zur Basis. Original ist das Motorrad weiß lackiert. Es gibt noch die rote und eben diese neue matt schwarze Variante mit dem neonfarbenen Schriftzug da unten. Die kosten dann einen kleinen Aufpreis. Die übrige Ausstattung kann sich durchaus sehen lassen. Also wir haben Stahlflexleitungen ab Werk, vorne und hinten. Wir haben natürlich LED-Beleuchtung heutzutage. Das Motorrad hat Traktionskontrolle und natürlich ein ABS. Auf Schräglagenassistenz wurde verzichtet. Also eine IMU ist hier nicht verbaut. Auch das ist dann ein Zugeständnis an den Preis. Man wollte einfach verhindern, dass das Motorrad am Ende 14.000, 15.000 Euro kostet, weil man einfach nur versucht, alles reinzupfropfen, was gut, aber auch entsprechend teuer ist. Und das Fahrzeug zu beherrschen und das mit ganz normalen Assistenzsystemen war also heute überhaupt kein Problem. Sie ist unglaublich gutmütig, sie ist gut zu dosieren. Es ist ein unglaubliches Spaßgerät und Freunde des flotten Landstraßengenusses werden daran durchaus ihre Freude haben. Da bin ich absolut überzeugt. Das Schöne an dem Gesamtpaket ist, dass es trotz aller sportlicher Optik und auch sportlicher Fahrleistungen, die wir unter Beweis stellen konnten, absolut alltagstauglich ist. Also die Sitzposition, ja, der Kniewinkel ist etwas enger als bei Naked Bikes, aber den kompletten Tag über beim ganztägigen Einsatz war es kein Problem. Die Sitzposition ist durchaus tourentauglich. Das Einzige, was man nach einem kompletten Tag im Sattel feststellen kann, ist, dass man die Handgelenke dann doch spürt mit dem Stummellenker. Also je nachdem, wie empfindlich man da auch sein mag. Der Windschutz ist durchaus gut. Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Und auch die Fahrwerksabstimmung geht tatsächlich als komfortabel durch. Also das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt. Es ist ja gerade so straff wie nötig, aber eben nicht unnötig hart. Und das macht das Ganze zu einem sehr angenehmen Fahrzeug, auch für ganztägige Touren. Und das Triumph durchaus will, dass man mit diesem Fahrzeug lange Freude hat und auch viele Kilometer fährt, ist zum einen wieder daran zu erkennen, dass die Inspektionsintervalle mit 16.000 Kilometern durchaus lang sind, also wie schon bei den anderen Triumph-Modellen. Und dass es in Deutschland eine 4-Jahres-Garantie auf das Fahrzeug gibt. Also man geht da durchaus mit breiter Brust auf den Markt und sagt, also Triumph glaubt daran, dass das hier alles Bestand hat und auch zuverlässig ist und wirbt auch immer wieder mit den extrem geringen Unterhaltskosten, die laut Triumph die Konkurrenz in den Schatten stellen. Wir hatten heute viel Spaß mit der neuen Daytona 660. Ich bin froh, dass sie zurück ist und sie wird auf jeden Fall eine große Bereicherung für die Mittelklasse sein. Und ich sage mal Tschüss und bis bald.